So, hier bereiten wir uns wieder vor, hier in der Ecke. Okay. Hallo liebe Freunde, Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist jetzt einige Monate her, seit ich etwas hochgeladen habe. Liegt daran, dass ich mich beruflich etwas verändert habe und hätte keine Zeit gehabt, unter der Woche die Videos zu schneiden. Aber heute geht es wieder los. Wir fliegen heute mit der Dynamic WT9 nach Eisenach. Da bin ich nicht alleine. Auch heute habe ich eine Begleitung, und zwar die Annika. Die Annika hat ja einen eigenen Kanal, der wird jetzt verlinkt. Und da könnt ihr auch mal darauf schauen. Sie wird auch ein Video zu diesem Flug machen. Hält auch gerade die Kamera. In Eisenach werde ich euch den Flugplatz zeigen, ein bisschen die Stadt zeigen. Unterwegs werde ich der Annika ein bisschen was zum Fliegen erklären. Vielleicht habt ihr dann auch was davon. Ansonsten sehen wir uns gleich im Cockpit. Viel Spaß beim Flug. So, okay. So, die Zündung ist aus. Ja, ein bisschen müsste hier drin sein. Ruder ist leichtgängig. Achtung, Beine frei, Beine auseinander. Das bewegt sich der Stick zwischen den Beinen. Ja, genau, guck mal. Oh Gott, bitte. So, die Klappenstellung prüfen. Das sind die Klappen hier. Was ist das? Sorry? Die Landeklappen, die man zum Starten benötigt. Okay. Oh, Da ruft jemand an. Oh nee, das ist jetzt. Oh, Entschuldigung. So, Internet. Dann Tankwaldschalter, linker Tank. Ja, steht auf dem linken Tank. Passagier habe ich eingeführt. Die Haube ist geschlossen und der rote Ring ist zu sehen. Gut. Ja, es ist warm hier. Aber gleich ist die Propeller Ich bin eher aufgeregt. Dann Bremse setzen, Maximalstellung. Aha. Dann den Hauptschalter an. Muss ich jetzt ganz kurz, weil hier das Ding sich ja bewegt hat. Wozu war das nochmal? Das ist der Steuerknüppel. Damit ich gucken, dass die Ruder frei sind. Breitbeinig hier sitzen. Ja, wenn du spürst schon, wenn du im Weg bist. Du stößt mich weg, ja? Ja, ja. Okay. So, also Hauptschalter an, Kraftstoffpumpe ein. Kraftstoffpumpenanzeige ist grün. Ja. Kraftstoffdruck ist auch okay. Ja. Benzinvorrat, linken und rechter Tank ist voll. Jawohl. Tankanzeigen Test. Okay, rote Lampen gehen. Netz ist grün. Ja, ist in Ordnung. Strobe ein. Das Anti-Collision Light ist das. Die Vergaservorwärmung ist kalt. Ja, ziehen es ein. So, Motor ist kalt. Gas, Leerlauf. Ja. Choke vollziehen. Ist hier unten. Und dann wird jetzt der Motor gestartet. Okay, Motor läuft. Jetzt prüfen. Öldruck, grüner Bereich. Ladekontrolle ist ausgegangen, sehr gut. Benzindruck ist immer noch in Ordnung. Choke ist schon draußen. Der Höhenmesser, den stellen wir jetzt ein. Okay. Auf die lokale Höhe. Wo liest du das? Da am Turm steht 295 Fuß, aber das weiß ich auch. Okay. Jetzt muss ich alles einschalten. Avionik an, TX2000 an, Transponder an, Funk an, GPS an, dann Licht an. Gyro Mini schalten wir an. Dann den, hier, das will ich einfallen, den Funk anschalten. Transponder ist an. Okay. Okay. Dann die Kraftstoffpumpe wieder aus. Jetzt rolle ich schon mal um die Ecke, damit die hinter uns vorbei können. Okay. Wo gibst du Gas? Hier mit dem Drehding. Ah, da gibt man also Gas. Interessant. Okay. Gut. So, jetzt machen wir weiter hier unsere Vorbereitung. Noch viel? So, werde ich alles prüfen, aber jetzt habe ich alles geprüft. So, jetzt müssen wir die Kopfhörer aufsetzen. Mikrofon ganz vor dem Mund. Und sag was. Hallo. Ja, genau, ich höre dich. Wenn es schlimmer wird, du musst das Mikro weiter vor dem Mund nehmen, okay? Wenn ich nicht höre. Okay. So, jetzt programmieren wir nämlich hier unser Live. Ja, ich habe hier, so, wir fliegen direkt nach
Jetzt, da wir uns im Reißzug befinden und unterwegs nichts Aufregendes passiert ist oder zu sehen gab, möchte ich erklären, warum es im letzten und auch in diesem Video keine Wiedergabe des Intercom-Audios gibt. Nun, gibt es schon, aber hört euch mal an, wie schlecht das klingt. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt schon seit über einem Jahr kein Video mehr gepostet habe. Diese technischen Probleme bei der Aufzeichnung des Intercom-Audios hatte ich auch schon im letzten Video. Seit einem Jahr versuche ich nun schon, wieder ein sauberes Audiosignal aufzuzeichnen. In meinen vergangenen Videos hat es auch mit folgendem Setup funktioniert. Ich habe an meine GoPro 4 einen USB-Mikrofonadapter angeschlossen. Dieser Adapter hat eine 3,5 mm Klinkensteckerbuchse. Mit einer Verbindungsleitung, einem Adapter auf 6,35 mm Klinke und einer Doppelbuchse an das Intercom habe ich das Audiosignal aufgezeichnet. Das war mein erstes Setup und das hat auch bei allen bisherigen Videos einwandfrei funktioniert. Doch urplötzlich gar nicht mehr. Es wurde gar nichts mehr aufgenommen. Ich habe alle Teile überprüft und sogar ausgetauscht. Ja, selbst die GoPro. Aber der Ton blieb einfach stumm. Seitdem suche ich neue Möglichkeiten. Vor allem sollte das Setup mit weniger Teilen auskommen. Also habe ich nach einer Actioncam gesucht, welche gleich einen Mikrofonanschluss hat. Zum Beispiel die Zoom Q2N. Somit war das schon mal ein Teil weniger in der Kette. Aber das ist der Ton, den ich euch eben schon hören ließ. Selbst wenn ich den Eingangspegel fast auf Minimum drehe, klingt es übersteuert. Nach weiteren Recherchen, wie es andere YouTube-Piloten machen, werde ich nun künftig anstatt einer Actioncam ein Diktiergerät zur Aufzeichnung verwenden. Ganz wichtig dabei ist, dass das Diktiergerät über einen Line-In-Eingang verfügt. Also beim nächsten Video gibt es auch wieder Intercom-Audio. Versprochen. Nun aber zur Flugplanung. Die Strecke von Worms nach Eisenach kann in gerader Linie geflogen werden. Man muss unterwegs nur darauf achten, unter dem Luftraum Charlie von Frankfurt zu bleiben. Aber egal aus welcher Richtung man geflogen kommt, so würde man doch gerne sich die Wartburg von oben ansehen, um ein schönes Luftbild von ihr zu machen. Aber ganz so einfach ist das leider nicht. Denn um und über der Wartburg gibt es die EDR bis 3300 Fuß, die man beachten muss. Also am besten eine Kamera mit gutem Zoom-Objektiv einpacken. Dann kann man auch ein schönes Foto machen, wenn man an der EDR entlang fliegt. Leider hatte ich bei diesem Flug meine Kamera mit Zoom nicht dabei. Auch diese Vorbereitung wird wieder besser werden. Wenn man um die EDR geflogen ist, kann man nach Rücksprache mit Eisenach Info, wenn die Piste 1.0 aktiv ist, einen Direktanflug auf diese machen oder sich in die Platzrunde für Piste 2.8 einfädeln.
Ja, wir sind jetzt hier am Flugplatz Eisenach-Kindl. Die Landung war recht günstig für Noel, nur 3,50 €. Aber Achtung, wer länger als 4 Stunden steht, zahlt 5 € Tagespauschale Standgebühr. Der Flugplatz Eisenach-Kindl liegt etwas außerhalb. Also man fährt mit dem Auto 20 bis 30 Minuten, bis man im Zentrum von Eisenach drin ist. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es hier keine. Man kann sich zwar Fahrräder leihen, aber dann fährt man eine Stunde. Muss jeder selbst wissen. Wir haben uns hier Autos ausgeliehen, war auch recht günstig und mit denen sind wir dann in die Stadt gefahren und auf die Wartburg. Ja, Eisenach liegt ja in Thüringen, da muss ich natürlich eine original Thüringer Bratwurst essen. Und gleich geht's hoch auf die Wartburg. Yes, los geht's. Okay, Uli, erzähl mal, was machen wir hier? Wir besichtigen die Wartburg. Ach ja, Da waren wir gerade auf dem Kerkerturm, oder wie der heißt. Wir haben noch gar keine Infotafeln gesehen. Ganz interessant, es hat bisher nur 1 € Eintritt für diesen Turm gekostet, sonst gar nichts. Ich glaube, im Museum kostet das mehr. Schauen wir uns gleich mal an. Aber im Hintergrund schon mal das Hauptgebäude zu sehen. Ganz interessant, wie man vielleicht erkennt, die Wartburg war das Vorbild für Schloss Neuschwanstein. Und Schloss Neuschwanstein ist das Vorbild fürs Nistelschloss. Auf der Wartburg waren wir eben. Jetzt gönnen wir uns noch auf dem Marktplatz in Eisenach einen Kaffee, bevor es gleich auf den Rückflug geht. Ja, ganz interessant, ich habe ganz vieles gelernt. Zum Beispiel, dass der Luther die Bibel nicht aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt hat, sondern aus dem Griechischen. Und außerdem nicht die ganze Bibel, sondern nur das Neue Testament. Ganz interessant. Das hat er auf der Wartburg gemacht. Andere bedeutende Person, die auf der Wartburg gelebt hat, war die heilige Elisabeth, die hier im 13. Jahrhundert gelebt hat und als Heilige verehrt wurde, weil sie, anstatt in einem Prunk zu leben, wie es sich einer Prinzessin gehört, hat sie sich den Armen, den Kranken, den Gefangenen, den Hilflosen gewidmet. Ja, und bis sie dann auch eines Tages von der Burg vertrieben wurde, als ihr Mann auf dem Kreuzzug gestorben ist. Ja, und dann ist sie nach Marburg geflohen, nicht geflogen, fliegen tun wir nachher. Und dort hat sie dann noch, bis sie im Alter von 24 Jahren gestorben ist, noch als Nonne weiterhin geholfen. Ja, ist super interessant, lohnt sich auf jeden Fall mal nach Eisenberg zu kommen. Und übrigens, Luther hat das Neue Testament an diesen Schreibtisch übersetzt. Noch was zu sagen? Schönes Wetter. Genau, echt, wir haben Bombenwetter heute. Ein bisschen windig, das merkt man auch beim Flug. Aber ansonsten echt gut. Aber Eisenach selber, also die Stadt, die hat man in einer Stunde gesehen. Hat zwar ein paar schöne Fachwerkhäuser und so, aber mehr Zeit braucht man sich da nicht nehmen. Dann eher 3 bis 4 Stunden für die Wartburg, weil die ist echt groß, ist intensiv. Wenn man die Führung mitmacht und sich alles genauer anschauen will, dann braucht man schon 3 Stunden. Ja, leider gibt es auch ein kleines Lowlight am Tag. Wenn man vom Flugplatz zur Wartburg fährt, da schickt einem das Navi durch so ein kleines Dörfchen durch. Achtung, da drin ist 30. Ich bin 50 gefahren, Flash. Ja, bin mal gespannt, was da kommt. Weil mit dem Mietwagen, da kann ich mich nicht rausreden. Ich bin nicht gefahren, steht ja alles drin im Vertrag. Naja, schauen wir mal, was kommt und wie teuer es wird.